So, nun unser erstes Zubehörvideo zum neuen Suzuki Jimny GJ. Wir haben einen der wenig verfügbaren und haben umfangreiches Zubehör rangebaut und ich finde, er ist richtig geil geworden. Frontschutzbügel, Trittbretter in Chrom, passt hier perfekt zum schwarzen Fahrzeug. Dann haben wir ganz viel Suzuki Originalzubehör verbaut. Was auch mega genial rüberkommt, sind diese VF Goodrich Reifen in Kombination mit den Original Alufelgen vom Comfort Plus. Ja, ich meine, was kann man anderes machen, als sich in dieses Auto zu verlieben? Es ist einfach der Hammer. Und jetzt schauen wir uns einfach mal an, was alles verbaut worden ist und im Anschluss, wie wir die einzelnen Teile selber anbauen. Und eins ist auch klar, das wird natürlich nicht unser letztes Video bleiben zum Jimny. Da ist auf jeden Fall noch ein zweites Fahrzeug im Anmarsch. Das wird dann auch umgebaut und ja, im Laufe des Jahres werden wahrscheinlich noch mal ein paar andere verfügbar sein. Wir beginnen jetzt aber am besten einfach mal mit diesem Chrom-Frontschutzbügel. So, hier sieht man jetzt schon mal alle benötigten Teile auf einen Blick und Anleitung ist natürlich auch dabei, da kann man eigentlich gar nichts falsch machen. Genau, also der kommt eben hier vorne hin und wie das geht, schauen wir uns jetzt im Detail an. Gut, also wir beginnen damit, dass wir hier diese längeren Schrauben nehmen, jeweils mit einer Beilagscheibe ausstatten, dann die Gegenplatte zur Hand nehmen und jetzt in dem Fall für die Beifahrerseite den entsprechenden Halter und festigen dies nun am Fahrzeug. Auf der Gegenseite kommen jetzt jeweils eine Beilagscheibe, ein Springring und eine Mutter auf die Schrauben und diese ziehen wir dann handfest schon mal an. Bei der Fahrerseite wiederholen wir den ganzen Vorgang. Wichtig ist zunächst, dass wir diese Löcher von überflüssigem Wachs befreien, damit die Löcher auch komplett in der Kontur frei sind, sonst passen unsere Gegenplatten nicht. So, als nächstes bereiten wir den Frontschutzbügel selber vor und nehmen dazu eben die Gegenstücke hier mit dieser Rundung zum Bügel und dann muss natürlich hier der Halter nach oben letzten Endes zeigen. Wir nehmen dann hier diese kürzeren Schrauben, statten diese mit Federscheibe und Beilagscheibe aus und verschrauben dann eben die Halter an den Bügel.
wirklich nur leicht randrehen, damit wir den Frontschutzbügel gut am Fahrzeug ausrichten können. Okay, um jetzt den Frontschutzbügel an das Fahrzeug zu schrauben, bereiten wir wieder unsere Schrauben vor, legen jeweils eine Beilagscheibe mit rein und nehmen die größeren Beilagscheiben, die Springringe und jeweils eine Mutter zur Hand. Und dann wird eben die Scheibe, der Springring und die Mutter angesetzt. Auf der Gegenseite natürlich auch. Dann können wir den Bügel schon weiter nach oben klappen, nehmen die nächste Schraube. Als nächstes kommt unsere obere Halteplatte zum Einsatz. Damit wird der Frontschutzbügel hier oben an der serienmäßigen Kennzeichenbefestigung angeschraubt. Und genau diesen Halter schrauben wir jetzt als erstes an unseren Frontschutzbügel. Also ich habe jetzt hier oben schon mal die restlichen Schrauben hingelegt. Genau, dazu brauchen wir jetzt diese Imbusschraube, eine große Beilagscheibe, für die untere Seite dann eine große Beilagscheibe, einen Springring und die Mutter. Das lege ich jetzt hier auch schon mal parat. Dann wäre das schon mal vorbereitet. Für hier oben benutzen wir dann diese Sechskantschrauben, jeweils auch mit Springring und Beilagscheibe. Und jetzt nehmen wir den oberen Halter und befestigen diesen lose am Frontschutzbügel. Und dann klappen wir den kompletten Bügel nach oben. Genau, bis wir an diesen Schraubpunkten ankommen und setzen unsere Schrauben an. Gut, also hier links, rechts können wir jetzt nichts mehr verschieben, aber noch ein bisschen nach oben. Das ist die Frage, ob das Sinn macht. Also ich würde eher sagen, wir schauen, dass wir hier oben eine bündige Linie haben. Und dann ziehen wir diese Schrauben als erstes an. Gut, dann halten wir unten die Mutter gegen und ziehen die Imbusschrauben fest. So, dann ziehen wir hier unseren Frontschutzbügel an diesen Halteplatten fest. Dann werden die Halteplatten am Fahrzeug festgezogen. Und da ja hier das Lochbild vorgegeben ist am Fahrzeug, nehmen wir diesen Halter als Muster, um drüben die Ausrichtung richtig zu machen. Also das steht ziemlich senkrecht zum Boden. Und wenn man jetzt hier diesen Abstand betrachtet, sind wir etwa 8 mm von dieser unteren Lippe entfernt. Und so richten wir das hier drüben dann eben auch aus. Dann ziehen wir die letzten Schrauben noch fest. Und beachten dabei, dass links und rechts der Abstand zur Stoßstange gleich ist. Gut, damit ist der Frontschutzbügel fertig montiert. Gut, jetzt haben wir ja vorne diesen Edelstahl-Frontschutzbügel dran und für hinten bietet sich jetzt an, auch dieses Element anzubauen. Das schaut dann so aus. Wenn das natürlich dran ist, funktioniert das mit einer Anhängerkupplung nicht. Also das heißt entweder oder.
Gut, also die Teile, die wir brauchen, die sind jetzt hier alle mal aufgereiht und in etwa auch so in der Einbaulage. So, links und rechts kommen jetzt jeweils diese Halter rein und das wird eben erstmal befestigt, indem wir diese Schraube hineinlegen und dann schon mal ansetzen mit Scheibe, Beilagscheibe und Mutter. Gut, also wir sind jetzt hier auf der Fahrerseite. Hier ist der Bügel und der wird eben jetzt hier so durchgelegt. Von vorne kommt jetzt unsere Schraube durch das serienmäßige Loch im Rahmen. Genau, und dann schieben wir das einfach nach oben, um nun die Scheibe, dann den Springring und als nächstes eben die Mutter anzusetzen. Und dann drehen wir das Ganze schon mal leicht nach oben. Jetzt sind wir hier noch flexibel. Als nächstes kommen wir hier mit dieser langen Schraube, dann eine Scheibe und dann schieben wir eben einfach die Schraube hier durch, nehmen wieder eine Beilagscheibe, einen Springring und eben die Mutter und dann ist der Halter auf dieser Seite schon vorbereitet. Auf der Beifahrerseite nun zunächst wieder den Halter hindurchdrehen, dann unsere Schraube von oben wieder durch das Loch senken, dann wieder die Scheibe, den Springring und die Mutter ansetzen. Von außen die lange Schraube durchführen, die Scheibe ansetzen, Springring auflegen und Mutter ansetzen. So, je Seite sind dann 2 Schrauben, denen wir den hinteren Bügel eben an diese Halterungen festschrauben und die bereiten wir jetzt schon so weit vor und nehmen dann das restliche Befestigungsmaterial in die Hand, um den Bügel gleich festzuschrauben. Jetzt werden die Halter zunächst festgeschraubt. Gut, und als nächstes wird der Bügel selbst festgeschraubt. Die Positionierung kann dabei je nach Vorliebe variiert werden. Gut, damit wäre der hintere Bügel auch montiert. So, als nächstes kommen die Trittbretter ran, beziehungsweise sind es ja unsere ovalen Rohre aus poliertem Edelstahl. Und genau, die bauen wir jetzt auch ran. Hier liegt wieder das ganze Material auf einen Blick und schon halbwegs zugeordnet. Jeweils die Halter und die Schrauben sowie die ganzen Abdeckungen für den Schluss. Und hier ist natürlich die Einbauanleitung. Gut, also wir beginnen mit dem hinteren Halter. Hier ist ja so ein U und das schieben wir hier über diesen Kasten drüber. Dann haben wir ja hier diese lange Schraube mit einer Scheibe. Oben kommt dann diese Sperrmutter drauf. Da brauchen wir dann keine extra Scheibe. Ja, und hier ist ja das Loch schon vorhanden. Das heißt, wir müssen nur dann oben wieder raustreffen und dann die Mutter eben oben ansetzen. Vorne kommt jetzt zunächst die mittellange Schraube mit Scheibe und eben diese Gegenplatte. Und das kommt hier rein. Und zwar hier
Moment mal, hier mit dem geraden Stück hier nach vorne. Und genau, das ist jetzt hier noch frei positionierbar. So, von der Unterseite kommt jetzt eben unser vorderer Halter ran. Und dann natürlich eine Scheibe, ein Springring und eine Mutter. Leicht heranziehen. So, jetzt sind wir ja hier an unserem Trittbrett und die muss man jetzt so hinlegen, dass die Löcher eben hier zueinander schauen. Und dann haben wir ja die etwas kleineren die Schrauben. Die werden jeweils mit einem Springring ausgestattet und jeweils mit einer Scheibe. Gut, und dann setzen wir eben die Schrauben an und ziehen sie leicht ran, aber eben so, dass es noch bewegbar ist, auf der anderen Seite auch. Und dann können wir schon mal die ersten Vorbereitungen treffen, bevor wir das Trittbrett ranhalten. Also, ich lege jetzt mal diese Schrauben schon mal in die Nähe meiner Halter und jeweils 2 Springringe und 2 Muttern. Und jetzt lege ich einfach schon mal vorne und hinten mein Trittbrett eben an die Halter auf und führe jetzt vorne zum Beispiel schon mal das äußere Loch und das obere, beim oberen das äußerste Langloch eine Schraube, dann bin ich vorne schon mal fixiert und kann jetzt hinten auch hier das äußere Langloch und das äußerste Rundloch nehmen und einen Springring ansetzen und eine Mutter. So, wenn ich jetzt gerade hier hinten bin, nehme ich noch hier das mittlere Loch und setze nochmal eine Mutter an. Dann kann das Ganze schon mal nicht mehr wegkippen. Dann die vordere, äußere Schraube zusammensetzen und auch hier wieder das mittlere Loch. Gut, also das Ganze ist jetzt hier noch flexibel, das heißt, ich kann wirklich jetzt noch mir die Position raussuchen, wie weit das überstehen soll. Ganz so krass muss es jetzt nicht sein wegen mir, aber das ist natürlich jedem selbst überlassen. So, beim Anziehen beginnen wir damit, den hinteren Halter ganz heranzudrücken an die Karosserie. Also, dass das hier auf der Ebene aufliegt. Und dann ziehen wir diese lange Schraube fest. Gut, als nächstes drücke ich die beiden Halter zusammen und schraube die beiden Halter zusammen. Dann nehme ich den vorderen Halter und schraube ihn fest. Dann die beiden Halter zueinander verschrauben. So, dann können wir die Rohre hier noch längs verschieben und entsprechend dann festschrauben. Gut, für die ganzen Schrauben haben wir jetzt noch so Abdeckungen und ja, danach wären wir dann fertig auf der Seite und auf der anderen Seite machen wir es eben genau gleich.
jetzt kommen wieder die Räder drauf, beziehungsweise kommen andere Räder drauf, und zwar die Alufelgen vom Comfort Plus in Kombination mit dem BF Goodrich Matt Terrain in dem Fall. Genau, wir haben nämlich auch die All-Terrain im Sortiment, und zusätzlich machen wir noch eine Spurverbreiterung drauf, und wir haben da 3 Varianten, 36, 46 und 56 mm. Das hier ist jetzt die Mitte, also 46 mm, das heißt, die Seite sind 23 mm, die das Rad eben nach außen wandert. Und genau, Knackpunkt ist natürlich immer, dass wir mit dem Reifenprofil nicht breiter sind, also als das Fahrzeug, beziehungsweise das Reifenprofil muss eben, wenn man senkrecht nach unten misst, noch abgedeckt sein. Und das ist jetzt so, mit den 56 mm Spurverbreiterungen, da sind wir eigentlich schon ein bisschen drüber, also das ist grenzwertig, da muss der jeweilige TÜV oder DEKRA-Prüfer wohlwollend gesinnt sein. Hier bei der mittleren Breite ist es eben schön eben, also da dürfte es keine Diskussionen geben. Was aber jetzt bei allen Spurverbreiterungen der Fall ist, da ist überall ein TÜV-Gutachten dabei. Bei den ganz dünnen, in Anführungszeichen, ist es Problem so, also wenn wir jetzt eben diese Spurverbreiterung auf die Radnabe drauf schieben, dann ist es so, dass bei diesen 36 mm Spurverbreiterungen, also die sind ja nur 18 mm dann stark, da stehen dann eben diese ursprünglichen Radbolzen über. Und das funktioniert eben nur mit Felgen, die diese Radtaschen haben. Also das heißt, wenn jetzt hier dann die überstehende Schraube in einer Tasche verschwinden kann, also dann eben noch Luft hat zur Felge, dann ist es kein Problem. Aber das funktioniert eben auf gar keinen Fall bei der Stahlfelge. Und habe ich jetzt auch schon ausprobiert, mit unserer Comfort Plus Alufelge von Suzuki funktioniert das eben auch nicht. Also das heißt, wenn man jetzt eine Stahlfelge oder eine Suzuki Original Alufelge, jetzt wirklich diese Original Alufelge, vom Zubehör weiß ich es jetzt noch nicht, da müssen wir erst noch ein paar bestellen, falls die denn auch lieferbar sind. Aber jetzt eben bei dieser Comfort Plus Felge, Alufelge von Suzuki, da steht eben dieser Radbolzen über, und also dann kann man eben dieses Rad nicht mit diesen dünnen Spurverbreiterungen benutzen. Hier mit der mittleren Stärke, also 46 mm, ist es problemlos möglich, und deswegen benutzen wir auch die jetzt. Ja, die legen wir eben auf. Dann sind natürlich entsprechende Muttern dabei. Ranziehen. Dann mit Drehmoment anziehen. Und da haben wir unser optisches Highlight, sowohl von der Felge als auch vom Profil, von der Schrift, richtig geil. Und genau, die machen wir jetzt alle noch drauf. So, jetzt wird es wirklich mal Zeit für ein Suzuki Original-Zubehörteil. Und zwar geht es jetzt um den anderen Kühlergrill von Suzuki. Und ich meine, das schaut natürlich schon cool aus. Und trotzdem hat natürlich der andere Kühlergrill hier auch seine Berechtigung. Wir bauen den jetzt einfach mal ein und dann schauen wir mal, welche Version uns besser gefällt. So, hier vorne, also links und rechts vom Haubenschloss, ist schon mal jeweils ein Clip, den wir hier durch dieses klassische Heraushebeln des entriegeln. Nach den beiden Clips hier oben ist hier drüben noch so ein ganz abgefahrenes Teil, und den drehen wir mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher einmal nach rechts. Und das hier drüben dann auch. Genau, und dann sieht man eben, wenn
wenn man jetzt das neue Teil anschaut, dass da eben überall diese Clips dran sind, also rundherum. Genau, also das hier sind ja nochmal diese Arretierungen, die man um 90 Grad eben verdreht, dass sie eben dann ausrasten können. Und eben die 2 Clips hier oben. Also das wäre es dann auch schon. Das heißt, jetzt müssen wir nur noch das Originalteil zu uns rausklipsen und dann natürlich noch die Blinker umbauen. Ich greife jetzt einfach hier rein und ziehe und damit wandere ich dann einmal außen rum. Jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich eben die Blinker abstecken muss und da meistens die Stecker so leicht rausgehen. Nee, also jetzt ist der Stecker sogar per Hand rausgegangen. Jetzt schauen wir auf der anderen Seite auch gerade, ob das geht. Naja, total easy, super. Und damit bauen wir jetzt eigentlich nur noch die Blinker um. Jetzt stecke ich meine Blinker wieder an. Führe hier die Halter erstmal ein und positioniere hier meine Clips über den Löchern und drücke dann einfach rundherum die Clips wieder ein. Und setze wieder die Clips ein hier oben. Und bin mit dem Austausch des Kühlergrills fertig. Weiter geht's mit den Windabweisern. Die werden jetzt geklebt und mit 2 Klammern befestigt. Dazu müssen wir jetzt erstmal hier die Oberfläche an der Tür reinigen. Dann das Fenster herunterlassen. Dann greifen wir hier an den Gummi und ziehen diesen nach unten heraus. Genau, das lassen wir einfach so hängen. Gut, und dann haben wir hier natürlich den Windabweiser. Der hat wie immer Klebeflächen, die jetzt erstmal noch abgedeckt sind, und er hat eben hier diese beiden Klammern. Genau, diese müssen eben jetzt hier erstmal drauf geklipst werden. Hier beim vorderen schließt es eben ab. Beim hinteren ist es so, da ist ja hier so ein Abstandshalter noch. Da gehen wir jetzt hier auf die untere Nase, klipsen den an und dann muss jetzt eben hier ein paralleler Abstand von dem Halter zum Windabweiser, also Windabweiser-Innenseite sein. Und damit wäre das hier dann schon mal vorbereitet. Das hier sind eben diese 2 Haltevorrichtungen, die eben über das Metall geschoben werden. Deswegen haben wir jetzt den Gummi hier auch weggezogen. Aber bevor wir den jetzt hier ran kleben, müssen wir jetzt noch die Position schon mal vorneweg ein bisschen bestimmen. Und dazu nehme ich wie immer ein Stück Klebeband und markiere eben den Abstand von dem Türspalt
nach vorne und das müssen 48 mm sein, damit wir dort uns orientieren können für die hintere Position des Windabweisers. So, also, genau, also jetzt hier schon mal grob ranhalten. Und dabei ist jetzt wichtig, dass natürlich der Abstand hier oben zur oberen Kante parallel ist und dass der Abstand 16 mm beträgt. So, das würde ich jetzt nicht anzeichnen, sondern abschätzen. Und vorne muss natürlich das auch parallel sein und da wäre der Abstand dann mit 11 mm anzustreben. Und genau, hier mit diesen Klammern fahren wir eben über dieses Blech hinüber. Genau, dann wäre das Ganze schon erledigt. Jetzt fangen wir erstmal an, hier die ganzen Klebestreifen abzuziehen, beziehungsweise legen wir sie bei den langen Bahnen nur etwas frei und klappen sie nach außen. Dann gehen wir eben hinten orientiert, mit dem richtigen Abstand in die grobe Position und führen die erste Klammer über das Blech, ohne hier oben unser Klebeband schon anzudrücken. Hier hinten, Moment, was haben wir denn? Also hier ist jetzt die nächste Klammer, die über das Blech drüber muss. Dann nochmal den Abstand hinten kontrollieren. Und nun oben die 16 mm herstellen und 2 Punkte mal randrücken. Hier vorne ja, 11 mm und parallel die T der beiden Linien passt. Dann drücke ich es auch hier vorne ran und ziehe den ersten Klebestreifen ab. Drücke den auch leicht ran. Gut, und dann Stück für Stück alles festdrücken. Dann nochmal kontrollieren, dass die Klammern schön sitzen und dann wieder den Türgummi einführen. Vorne und hinten erst die Ecken und dann auch oben über die Klammern hinüber. Und abschließend von innen auch nochmal schauen, dass eben der Fenstergummi schön gleichmäßig sitzt. Gut, abschließend reinigen wir den Windabweiser, weil jetzt überall natürlich unsere Fingerabdrücke drauf sind. Gut, also nach dem Windabweiser Standard bei mir Seitenschutzleisten. Ja, Rückseite ist wie immer mit doppelseitigem Klebeband schon vorbereitet, das müssen wir dann nur abziehen. Und auf der Rückseite steht eben immer drauf, welche Seite das ist. Hier Left Hand und in der Anleitung sind natürlich wieder die Abstände angegeben und die markieren wir jetzt zunächst mal mit dem Klebeband. So, das erste Maß ist eben jetzt 28 mm vom Türspalt entfernt. Dann die erste Höhenangabe sind jetzt eben 116 mm im hinteren Bereich. Und vorne sind es dann 120 mm zur Unterkante der Tür. Okay, also in dem Bereich wird dann eben die Seitenschutzleiste aufliegen. Das heißt, der Bereich muss natürlich auch sauber und fettfrei sein. Und bevor wir die Seitenschutzleiste jetzt wirklich hinkleben, positionieren wir es einfach mal so, um zu sehen, wie das dann auszuschauen hat. Und also die Schwierigkeit ist eben, dass es hier eben so diese Kante hier oben ziemlich rund ist. Das heißt, durch die ganzen Verspiegelungen können wir das jetzt gar nicht abschätzen, wenn wir es eben von oben
betrachten. Deswegen brauchen wir auf jeden Fall diese Zusatzmarkierungen, weil sonst kann es ganz leicht passieren, dass es eben so leicht schräg ist, was auf den ersten Blick von hier gut ausschaut und wenn man weiter weg steht, dann ist es halt wirklich schief. Also wie immer, die kurzen Stücke komplett freilegen und die langen jeweils 5-6 cm abziehen und nach außen umschlagen. Dann eben erst hinten grob orientieren, dann vorne ausrichten, hinten randrücken. Vorne können wir dann noch mal ein bisschen korrigieren und dann drücken wir es vorne ran. Gut. So, jetzt haben wir hier noch die Möglichkeit, ein bisschen zu variieren. Das heißt, jetzt schauen wir, dass das nicht durchhängt. Und ziehen den oberen Streifen ab. Gut, dann den unteren. Und dann natürlich wieder Stück für Stück alles fest andrücken. So, jetzt haben wir die fetten Schlappen hier auf dem Fahrzeug und das tolle, grobstollige Profil. Und ja, wenn man das dann eben so am Fahrzeug sieht, dass dann am Schluss dieses Serienersatzrad drauf ist, das schaut dann schon ein bisschen merkwürdig aus. Aber ich meine, einerseits könnte man natürlich jetzt das 5. Rad noch kaufen mit dieser Alufelge und dieser BF Goodrich Bereifung. Schaut natürlich hammermäßig aus, aber ist natürlich vom Preis her schon eine Investition und für ein Rad, das man eigentlich nie braucht. Also die wenigsten brauchen das Ersatzrad meines Wissens nach. Genau, wir können natürlich auch einfach dieses Ersatzrad ein bisschen verhüllen mit diesem Original Suzuki Reserve-Radhülle, ganz dezent mit Suzuki gelabelt. Und ja, das ist hier auf der Rückseite mit so einem Spannband und das ziehen wir eben einmal oben drüber. Wichtig ist, dass wir hier gleich mal darauf achten, dass eben der Suzuki-Schriftzug gerade ist oder wir machen es vielleicht komplett schräg, aber so ein bisschen schief, das schaut natürlich übel aus. Deswegen gleich von vornherein darauf achten, dass das Suzuki-Label hier richtig platziert ist und dann jetzt darauf achten, dass eben diese Vorderkante, weil das hier ist ja eine schöne kreisförmige Fläche, dass eben diese vordere Kante dann eben sauber abschließt. Jetzt habe ich einmal rundherum dieses Spannband auf das Profil aufgelegt und kann jetzt eben schauen, dass hier oben, dass eben diese Vorderkante dieser Hülle wirklich auf der Höhe ist vom Reserveradende. Und dann ziehe ich das eben hier rundherum über den Reifen, damit eben die Fläche hier vorne gut gespannt wird. So in etwa hat es auszuschauen. Gut, und wenn wir jetzt gerade hier hinten sind, dann gibt es von Suzuki noch einen Ladekantenschutz. Das schaut jetzt aus wie geriffeltes Aluminium, aber das ist im Endeffekt ein Kunststoffimitat. Auf der Rückseite beidseitig klebendes Klebeband, das jetzt natürlich noch abgedeckt ist. Und genau, wir haben jetzt hier eben diese Kontur, die zeigt eben nach hinten.
Man sieht eben, dass da eben dieses Zwischenstück die gleiche Breite hat wie unser Ladekantenschutz. Das heißt, das ist natürlich perfekt, um uns zu orientieren, wie das denn dann rankommt. Wir haben jetzt hier mal wieder ein Reinigungstuch dabei. Das heißt, wir müssen jetzt die Oberfläche wieder fettfrei machen. Dann nochmal zur Übung, ohne dass wir die Klebestreifen freilegen, ansetzen. Genau, und wo hier eben die Kante ist, das sehen wir jetzt eben, wenn wir das hier anschließen, dann steht es auf der anderen Seite ein bisschen über und legen nun die Klebeflächen frei und in dem Fall wirklich komplett. Wandern jetzt von hinten zunächst an die Rundung heran und orientieren uns nun an der Mitte dieser Sicke. Kontrollieren auf der anderen Seite nochmal, dass es eben auch nach vorne hin perfekt überall andrückt und klappen dann einfach diesen Ladekantenschutz nach vorne und drücken ihn dann komplett Stück für Stück fest. So, wie gesagt, das hier ist jetzt eine Automatik, das heißt, das ist die Komfortausstattung. Und wenn man jetzt die Sitze nach vorne klappt, dann haben wir hier eben diese Mulde. Und beim Komfort Plus gibt es die nicht. Warum nicht? Weil beim Komfort Plus eben diese Box schon serienmäßig verbaut ist. Und die ist natürlich ganz praktisch, weil da kann man seine kleinen Sachen, die man im Auto eben so mitführt, gut verstauen. Und man hat eine ebene Ladefläche. Und es ist total einfach verbaut, weil hier sind jetzt eben auf beiden Seiten schon die Clips vorbereitet. Ja, des Weiteren müssen wir eigentlich nichts machen. Wir müssen nur eben schauen, dass hier unten alles sauber ist, bevor wir das reinlegen. Legen die Box direkt mit den Clips auf die Löcher und drücken dann auf beiden Seiten kurz ran. Und habe jetzt eben eine perfekte Ladefläche, die jetzt hier eben auch mit den Seiten komplett eben ist und gleichzeitig eben ein Stauraum für so kleine Sachen. Für den neuen Chimney gibt es auch die Sonnenblenden als Originalzubehör und genau, die sind halt eben passformgenau für die Seitenfenster sowie fürs Heckfenster. Die waren eben mit so Klammern befestigt, also das sind hier diese Klammern dabei und die waren eben hier mit dieser Rundung über diesen, also da ist so ein Metallrahmen und da wird es eben so drüber geschoben. Und damit können wir das dann hier unter dieses Blech reinschieben und die Blenden halten. Und das Tolle ist halt eben, diese Klammern müssen wir eben nur bei der ersten Installation jetzt einmal festmachen und danach ist das ein System, das man schnell entnehmen und wieder einbauen kann. So, und in der Anleitung ist natürlich beschrieben, wo diese Klammern genau hin müssen. Genauso bringen wir es jetzt an. Und es wird eben ganz einfach so drüber geschoben. Genau, so hat man jetzt eine effiziente Art, die hinteren Scheiben zu tönen. Gerade im Sommer, wenn es dann halt richtig heiß ist, heizt sich der Innenraum nicht so extrem auf. Gerade in Kombination mit den Windabweisern ist es natürlich ideal. Genau, und wenn wir es eben nicht brauchen, dann ist es eben schnell ausgebaut und lässt sich auch gut lagern.
So, beim Chimney können wir im Innenraum jetzt auch noch ein bisschen was modifizieren. Und zwar können wir jetzt hier die Lüftungsringe bzw. die ganzen Lüftungsdüsen austauschen. Genau, und dazu müssen wir eigentlich nur die Originale ausbauen. Die sind hier so eingerastet und das heißt, wir müssen sie jetzt hier raushebeln. Und dann zum Einsetzen gibt es hier eben diese breiten Aufnahmen und eben hier unten zwei schmale. Und jetzt in dem Fall auf der Fahrerseite müssen eben die breiten oben sein. Dann setzen wir das einfach so an und drücken die dann einfach rein. Erledigt. Auf der Beifahrerseite funktioniert das dann gleich. Nur dass eben auf dieser Seite jetzt die breiten Aufnahmen unten sein müssen und die schmalen oben. So, für das Radio gibt es jetzt hier nochmal so ein Adventure Cover. Genau, das wird eben hier direkt draufgeklebt. Dann haben wir jetzt auch nochmal das Grau mit hier oben in der Mitte integriert. Das ist so eine gummierte Oberfläche und das wird mit beidseitigem Klebeband eben befestigt. Wir müssen das eben nur freilegen und eben oben ansetzen, dann links, rechts ausrichten und dann eben randrücken. Hier die Oberfläche muss sauber sein und fettfrei und die Klebestreifen legen wir jetzt komplett frei. Jetzt eben oben von oben heranführen, links, rechts ausrichten und dann randrücken. So, für die Automatikfahrzeuge gibt es hier noch ein Deko-Element, das eben an die Schallkulisse rankommt. Genau, jetzt sehen wir aber, wenn wir jetzt das schon mal platzieren, dass wir das eben auch hier ein bisschen unten reinschieben können. Das heißt, um das jetzt dann richtig anzusetzen, müssen wir schon mal uns ein paar Orientierungspunkte suchen. Da ist jetzt hier oben diese Abdeckung ganz hilfreich. Also da schauen wir, dass wir hier der Kontur perfekt folgen und dann zum Ausrichten an diesen Rändern von P und N würde ich jetzt mal vorschlagen. Und natürlich allgemein hier schauen wir natürlich auch auf die Ränder, aber das sind ja wohl die wichtigsten. Dann passt nämlich auch hier drüben von der Abschlusskante. Okay, also wichtig ist natürlich, dass die Oberfläche sauber und fettfrei ist. Und dann ziehen wir einfach die ganzen Abdeckbänder ab. Und dann wieder rundherum festdrücken. Also, hier ist das ganze Befestigungsmaterial für das Trenngitter mal dargelegt, damit wir eine kleine Übersicht haben. Hier in der Anleitung ist natürlich das alles Schritt für Schritt erklärt. Und bevor wir jetzt das Trenngitter selber holen, bereiten wir jetzt den Innenraum vor. Zunächst werden hier diese Clips entfernt. Die werden einfach nach außen rausgehebelt. Auf der anderen Seite auch. Dann hier oben die ersten 3 Verschlüsse, Abdeckungen werden eben mit dem Kreuzschraubenzieher herausgedreht. Und hier oben am Dachhimmel werden auch diese Clips herausgehebelt.
So, wichtig ist jetzt, dass die Sitze umgeklappt sind und die Nackenstützen entnommen und dass eben die Gurte hier mit nach vorne reingeklemmt werden. So, jetzt kommt das Trenngitter. Da nehmen wir jetzt diese Gummiauflagen und drücken sie eben links und rechts in die Aufnahmen. So, und nun, also oben ist jetzt, wo eben diese beiden Laschen sind. Und jetzt führen wir das Gitter hier in den Innenraum ein. Und drehen es dann so diagonal. Und legen natürlich die Gurte mit vorne rein. Dann rutschen wir ganz nach vorne. Gut, und lassen das jetzt einfach mal hier so drin stehen. Und dann nehmen wir die beiden Imbusschrauben mit dem großen Kopf und schrauben das Gitter an die Decke. So, jetzt nehmen wir hier diese Imbusschrauben und drücken das Gitter wirklich gut nach oben, damit eben auch der Dachhimmel nach oben gedrückt wird. Und dann können wir diese Schraube eben ansetzen und hier auf der anderen Seite eben auch. Also es soll sich noch ein bisschen bewegen können. Dann nehmen wir die Imbusschrauben mit den 20 mm langen Gewinde und diese kleinen Hülsen. Und jetzt müssen wir diese Hülse hier hinten reinschieben. Dann so positionieren, dass wir eben mit der Schraube durchkommen. Und dann die Schraube in diesem Gewinde am Fahrzeugboden ansetzen können. Gut. Auf der anderen Seite gleich. Gut, als nächstes kommen hier diese Metallbügel zum Einsatz. Diese werden hier diagonal an diese Isofix-Halter hineingedrückt und dann nach vorne geklappt, um dann hier vorne verschraubt zu werden. Also auf der Seite genauso. Dabei kommen diese kurzen Schlossschrauben zum Einsatz, jeweils mit einer Scheibe und einer Hutmutter. Die setzen wir hier von oben ein. Okay, dann als nächstes kommen diese Halter zum Einsatz. Hier links und rechts. Die werden eben mit diesen 6 Kantschrauben an die Karosserie befestigt. Jeweils kommt eine Scheibe mit drauf. Und dann je Seite eben eine Distanzhülse. Und genau, das setzen wir jetzt erst einmal an. Und
Von vorne kommt jetzt hier diese lange Schlossschraube hindurch. Dann hier eine Scheibe und nochmal eine Hutmutter als Gegenstück. Gut, drüben genauso. Gut, und jetzt wird einfach alles festgezogen. Gut, damit wäre das Trenngitter auch drin. Also was jetzt auf jeden Fall auch Sinn macht, wenn man schon das Trenngitter drin hat, dass man auch die Schutzplane mit einbaut, und das machen wir jetzt. Gut, also das hier ist jetzt dann dieses Extrateil, das legen wir erstmal auf die Seite. Und genau, da sind überall so Klettverschlusspunkte schon eingenäht, und die Gegenstücke mit der Klebefläche, die werden jetzt hier einfach überall mit drauf gedrückt. Okay, und dann legen wir die Plane erstmal rein mit diesen Bändeln nach vorne. Diesen mittleren Bändel, den kann man dann schon mal hier vorne festmachen. Also das wird ja nur mit einem Knoten oder einer Schleife festgemacht. Und dann sehen wir auch schon, wo denn im Endeffekt diese Klebeflächen dann aufkommen. Und das ist eben hier jetzt unterhalb der Leiste, wo das Trenngitter hier befestigt ist. Also auf dem Kunststoff, hier an den Ecken und hier vorne. Und das heißt, die Oberflächen müssen wir natürlich jetzt reinigen, und da ist wieder so ein Reinigungstuch dabei. Genau, und auch eben hier an dem Metall links und rechts muss gereinigt werden, weil da kommt auch ein Klettverschluss ran geklebt. So, aber bevor wir das jetzt rankleben, machen wir erst die vordere Schnürung hier noch fertig. Gut, und dann nehmen wir die Mitte, streichen das fest und beginnen mit dem ersten Klettverschluss anzukleben. Upsa. Gut, und dann hat man natürlich noch hier diesen diese Zusatzplane, mit der man dann eben hier auch den Einstieg nochmal zusätzlich schützen könnte. Ja, so schaut das jetzt aus.